Kontinuierliche Entgiftung, der neue Überlebensskill im 21. Jahrhundert. Darum geht es hier in diesem Video. Und was meine ich damit? Überlebensskill, habe ich mir überlegt, ist tatsächlich der Fall, dass wenn man heutzutage nicht weiß, wie man seinen Körper regelmäßig entgiftet, dann hat man ein Problem und ehrlich gesagt, dann wird man auch nicht gesund alt. Das ist so. Und früher war das kein Thema. Wenn ich zurückdenke, noch vor 30, 40 Jahren, da hatte man sich darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber das Problem ist halt, es gibt halt immer mehr Giftstoffe, Toxine in unserer Umwelt. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten, ob das so ist oder nicht so ist. Da gibt es genügend Daten und Studien, die das zeigen. Und das Problem ist dann halt, dass halt immer mehr Giftstoffe reinkommen, dass unser Körper aber nicht dafür gebaut wurde. Der wurde gebaut für, wenn ich jetzt zurückgehe, noch viele hundert Jahre, tausende, Millionen Jahre zurück. Da gab es diese ganze Belastung noch nicht. Und der Körper war dann auf solche Belastung, minimale Belastung eingestellt. Aber unsere DNA ist ja die gleiche. Die hat sich jetzt nicht so groß weiterentwickelt, dass die jetzt mit dieser massiven Belastung klarkommen könnte. Und das ist halt das Problem. Zu viel Belastung auf der einen Seite und dann ein System, was dafür nicht ausgelegt ist. Und selbst halt, wenn dieses System jetzt schon ziemlich gut läuft, dann muss ich halt gucken, kann ich da noch mehr aus diesem System, Entgiftungssystem rausholen. Aber leider ist es in der Regel so, und das zeigt auch die Erfahrung, dass diese Entgiftungssysteme, da gibt es insgesamt, sagt man, 3 Phasen, Phase 1, 2, 3, das ist so mittlerweile wissenschaftlich auch belegt, dass das so ist. Wir haben diese 3 Phasen und da hängen verschiedene im Stoffwechsel, verschiedene Enzyme dran, die wiederum werden von bestimmten Genen gebaut, sogenannte Entgiftungsgene für Phase 1, für Phase 2 zum Beispiel. Und leider ist das Problem halt das, dass wir da halt in der Regel Veränderungen, Variationen drin haben, sodass dieser Kreislauf der Entgiftung halt nicht rund läuft. Und das ist halt ein massives Problem, wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, von meinen Genen her jetzt zum Beispiel die optimale Leistung rauszuholen. Die gute Nachricht ist, man kann natürlich kommt die Epigenetik wieder ins Spiel, natürlich was tun, um dann diese Leistung auch wieder anzupassen. Also es gibt immer Möglichkeiten, man muss sie halt nur kennen. Das andere Thema dann, wenn ich jetzt sage, naja, das interessiert mich alles nicht so, das wird schon irgendwie, also Ignoranz hilft hier leider nicht, weil deinem Körper ist es egal, ob du das ignorierst, das Problem oder nicht ignorierst, oder was du darüber denkst und was du für Meinungen hast. Oder auch, was du tust. Es kann ja sein, Leute machen zum Beispiel gerne so einmal im Jahr irgend so eine Detox-Kur, was auch immer das ist, mit irgendwelchen Säften. Aber sorry, das funktioniert so nicht, weil eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, wie man so schön sagt. Und hier bei der massiven Belastung muss man was regelmäßig tun und auch mit System, dass das funktioniert. Also Ignorieren hilft nicht auf der einen Seite, aber auch Unwissenheit, wie man es richtig angeht, bringt auch nichts. Also man muss schon da wirklich rangehen mit einem gewissen System. Und was ich da vorschlage, was da gut funktioniert, ist wirklich ein kontinuierliches Entgiftungssystem, eine kontinuierliche Entgiftung. Und das habe ich auch bei mir so umgesetzt in den letzten Jahren. Das hat mich auch so motiviert, wie ich war ja sehr lange Zeit in Kalifornien, 20 Jahre, kam dann zurück, 2016 in Berlin, habe damals das erste Mal einen integrativen Arzt kennengelernt und da haben wir ein paar Tests gemacht und da schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und sagt, meine Güte, wo kommen dann die ganzen Schwermetalle her? Und ich so, was? Wusste ich nicht. Damals habe ich mich damit auch noch nicht so ausgekannt, habe aber schnell verstanden, da muss ich was tun. Und das war für mich dann die Motivation, dass man was macht. Und ich habe dann viel ausprobiert, aber unterm Strich, man kann auch viel falsch machen und man kann auch sehr viel in der Regel ineffiziente Sachen machen, die einfach nichts bringen oder die auch zum Teil
negative Folgen mit sich bringen. Also das ist ein komplexes Thema. Wichtig ist auf jeden Fall, ein kontinuierliches System aufzubauen. Dafür musst du wissen, welche genetischen Variationen bei dir diese Entgiftungssysteme tatsächlich beeinflussen. Also deine SNPs, SNPs, so nennen diese Variationen sich. Und die liegen in der Regel im Phase 1-Bereich, Phase 2-Bereich der Entgiftung. Und das muss man sich schon mal anschauen. Dann muss man wissen, wie man das überhaupt misst, wie stark deine Belastung momentan ist. Das ist auch ein komplexes Thema. Ich selbst nutze da die Laserspektronomie bei mir hier in der Praxis. Das funktioniert sehr solide, hat jahrzehntelange Forschung hinter sich und die Ergebnisse sind definitiv sehr solide und korrelieren auch jetzt mit anderen Messungen. Wenn ich zum Beispiel auch eine sehr gute Möglichkeit ist eine Mobilisationsausleitung, wo anschließend Urin gemessen wird, was für eine Belastung da drin ist, nach einem Ausleitungsprotokoll. Das ist auch standardisiert, da gibt es Referenzwerte, ist natürlich viel aufwendiger, aber zeigt halt, was tatsächlich rauskommt in den Zellen. Also das Messen ist eine Thematik, da muss man gucken, weil wenn man irgendwas macht, will man ja sehen, dass das auch irgendwo Früchte trägt und auch in die richtige Richtung geht. Ansonsten ist das alles, kann viel machen, aber was bringt's, wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Und wie man das angehen kann, dann sind mit personalisierten Nährstoffen, eine personalisierte Nährstofftherapie, ganz gezielt, um diese Phase 1, 2, 3 in der Entgiftung zu unterstützen. Da muss man wiederum die Genetik kennen. Das ist wichtig, um zu sehen, wo muss ich da ein bisschen mehr Schwerpunkt reinlegen, dass das Rad nachher wirklich rund läuft. Und dann muss ich aber schauen, dass diese ganzen Sachen, die man jetzt macht, klar, Ernährung ist wichtig. Man will natürlich von vornherein vermeiden, dass man so viele Toxine aufnimmt. Da fängt es natürlich mit an. Also es geht um Lifestyle. Das personalisierte Nährstoffprotokoll ist natürlich dann eine Grundlage dafür, aber auch andere Methoden der Entgiftung, zum Beispiel Infrarotsauna, nenne ich jetzt mal Schwitzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die muss man zusammenbringen. Wir sind alle anders. Wir müssen dann gucken, je nachdem, was wir jeden Tag zu tun haben, wie kriege ich jetzt solche Sachen in meine tägliche Routine rein, wie kriege ich das in eine wöchentliche Routine rein, wenn ich jetzt über einen Monat gucke, was kann ich da alles tun und dann mir ein System überlegen, das tatsächlich auch für mich funktioniert. Und ganz wichtig dabei ist, empfehle ich auf jeden Fall, mit jemandem zu arbeiten, Experten zu arbeiten, der sich wirklich gut auskennt damit, der sich wirklich von diesen ganzen Bereichen, die ich eben angesprochen habe, wirklich weiß, was er tut, und auch diese Erfahrung hat, wie man das erfolgreich hinbekommt, weil das wirst du allein nicht hinbekommen, um das vorwegzunehmen. Du kannst natürlich 10 Jahre rumexperimentieren wie ich, aber selbst ich habe gleich erkannt, hier brauche ich einen Experten, der mir da hilft. Und so ein Experte oder Expertin ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, wie man da schnell reinkommt, wie man dann dieses System tatsächlich effizient aufbauen kann. Und das Problem da ist, es gibt halt nicht so viele Experten. Wenn man dann mal anfängt und sucht mal so ein bisschen hier im Bereich Mittelhessen, da wird es sehr dünn, ehrlich gesagt. Und klar, jetzt in den Großstädten, in Berlin, München, Frankfurt ein bisschen, findet man natürlich solche Experten. Aber es, wie gesagt, ist jetzt nicht so verbreitet. Und zu guter Letzt muss man hier sagen, man braucht bei diesem Thema Geduld. Also wenn man sich diese Fähigkeiten, diese Überlebensskills, Entgiftung mit der Zeit aufbaut, das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man sich Zeit lassen, da muss man wirklich dranbleiben. Und es wird natürlich immer besser und wenn man dann Ergebnisse sieht, dann freut man sich auch. Ich hatte jetzt auch gerade hier wieder mal eine Messung gemacht, selbst bei mir, da hatte ich jetzt nochmal 10% oder 13%, um genau zu sein, rausholen können in 9 Monaten. Das ist eine stolze Leistung, das alles ohne zum Beispiel irgendwelche Infusionen, Blutwäsche und so weiter. Also nur durch die Ernährung, durch Nährstoffe, durch natürliche Maßnahmen, um diese Entgiftungsleistung wirklich zu maximieren.
Man braucht Zeit, Geduld, man lernt dabei sehr viel und dann, es muss nämlich so sein, dass man dann ein System für sich herausfindet, was man wirklich jeden Tag umsetzen kann, was praktikabel ist, was funktioniert. Und dann hat man ein solides Fundament für Longevity, für gesund alt werden gelegt. Ne? Und wenn man es nicht macht, hat man letztendlich den Grundstein gelegt, dass die erste chronische Krankheit sehr schnell kommt. Das dauert natürlich auch, ne? Wenn ich sage schnell, das bildet sich im Laufe von Jahrzehnten auf, aber wenn jemand jetzt so 40 ist, da sieht man schon eine starke Belastung. Und ehrlich gesagt, wenn ich hier Teenager messe, da sehe ich eine starke Belastung. Und man sieht die zum Teil auch schon bei Neugeborenen. Ne? Also es ist früher vielleicht so, je älter, umso mehr hat sich angesammelt. Heutzutage ist das gar nicht mehr so. Ne? Also das ist die Motivation. Ich hoffe, mit dem Video motiviere ich so ein bisschen, das Thema mal anzugehen und zu überlegen, wie kann man das praktikabel umsetzen. Es ist durchführbar, es ist Arbeit. Da ist kein, wie ich immer gern sage, there is no free lunch. Ne? Es gibt, das war das alte Sprichwort, was man gesagt hat, von nichts kommt nichts, mal einfacher ausgedrückt. Man muss was tun und wenn man nichts macht oder es ignoriert, wird es auch nicht besser.